Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Diesmal mit einer Folge vom GI-TAF-Treffen 2023 aus Paderborn. Einer der Vorträge hat mich total fasziniert, und zwar hat David über Prompt Engineering gesprochen, wie man es für Qualitätssicherung nutzen kann und wie man die Qualität sichern kann. Er hat sich damit auseinandergesetzt, wie man eine künstliche Intelligenz nutzen kann, um Testfälle zu entwickeln und über Prompt Engineering diese Testfälle immer besser zu machen. Ob das wirklich so funktioniert, verrät er uns in dieser Folge. Viel Spaß beim Hören. Hallo David, schön, dass du da bist. Hallo Richie, ja, freut mich. Vielen Dank für die Einladung. Ja, das waren jetzt schon 2 spannende Tage hier bei dem TAF-Treffen hier von der GI. Oh ja. Viele Vorträge gehört und Workshops gehabt. Also Ja. Das fand ich auch ganz toll, habe ich auch schon viel mitgenommen von den Tagen. Ja, hoffentlich sehen wir dich wieder. Ja, das ist ja meine erste TAF, aber sicher nicht die letzte. Cool, das freut mich zu hören. Ja, Ja, und gestern hattest du ja auch einen Vortrag gemacht über QA im KI-Umfeld, gerade wenn es ums Prompten geht. Ja. Wie testet man so ein Prompt oder wie kann man sich da helfen bei Quality Engineering dafür? Mhm. Und ja, und das finde ich einfach spannend, das auch mal im Podcast zu haben, weil das Thema jetzt natürlich viele beschäftigt. Wie geht es eigentlich mit Qualität da um? Mhm. Ja, und vielleicht fangen wir einfach mal da auch in die Richtung an. Du hast ja da einiges auch betrieben an Forschung und viel ausprobiert. Was ist denn so dein Bild dazu? Vielleicht mal von der Sicht, wie uns diese ganze KI und Prompting beim Testen helfen kann. Was hast du denn da für dich so rausgefunden? Ja, also ich glaube tatsächlich, es gibt ganz viele Bereiche, wo es uns mit unterstützen kann. Insbesondere eben diesen Writers Block. Der ist praktisch abgeschafft. Mhm. Also egal, womit du anfangen willst, sei es irgendwie Testdesign oder ein Test schreiben oder was auch immer, du kannst eigentlich überall dir Unterstützung holen. Mhm. Ich würde sagen, du kannst nirgends es vollautomatisieren. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen zugespitzt formuliert, aber es war auch im Prinzip meine Hauptbotschaft gestern im Vortrag, dass das Ding viel kann, aber meine Hand dafür ins Feuer legen, gerade dass es immer ein korrektes Ergebnis liefert, würde ich nicht. Mhm. Und also gestern in dem Vortrag ging es dann eben um Testgenerierung. Da ist es dann auch nochmal besonders kritisch, dass es korrekt ist. Mhm. Das ist dann eine Aufgabe, die auch wo praktisch du was sehr Konkretes, Spezifisches erwartest. Mhm. Wenn es mehr in Richtung kreativ geht und das Ergebnis nicht so viele ganz spezielle Anforderungen hat, Mhm. da ist dann auch die Korrektheit praktisch weniger kritisch. Da ist es im Prinzip geeigneter. Mhm. Aber wie hast du dich den angenähert, diese KI für dich zu nutzen, um da Tests zu generieren? Ja, das ist eine relativ lange Story. Ich weiß jetzt gar nicht, wie weit ich ausholen soll. Ich glaube, ich hole schon ein Stückchen aus, weil das ist ganz witzig. Also im Prinzip bin ich in dem Machine Learning-Bereich seit 2020 tätig und interessiert dran. Und habe da tatsächlich mit einem Kollegen zusammen, da ging es dann um Commit-Messages, dass die eine hohe Qualität haben. Und da haben wir über das Feintuning-Paradigma sozusagen, also nicht Prompting, sondern dass man eben Daten sammelt, labelt und ein Modell entweder from scratch trainiert oder eben feintuned, das heißt ein schon vorhandenes Modell nimmt und da die Gewichte ein bisschen verbessert anhand von den Daten, die man eben hat. Und so dann zu einem Modell kommt, das seine Aufgaben erfüllt. Und da haben wir eben so ein BERT-Modell, ist es praktisch auf Transformer-Basis, haben wir so ein Modell genommen und gefeintuned, dass es zu einer Commit-Nachricht sagt, eine Note gibt. Ist das jetzt eine gute Commit-Nachricht Okay, oder nicht? ja. Da gibt es dann auch verschiedene Aspekte, erfüllt es irgendwelche Formatierungsrichtlinien. Und da im Prinzip ein wichtiger Aspekt ist, die Commit-Nachricht soll sagen, what and why, warum
existiert dieser Commit, mehr als irgendwie, was der Code macht. Das steht ja im Code selber. Und da haben wir eben relativ aufwendig eben so ein Modell geschaffen und da kam gerade GPT-3 raus. Und dann habe ich angefangen, dieses GPT-3 mal einzusetzen und eben nicht zu feintunen, sondern eben so ein Prompt Engineering zu betreiben. Habe mir so eine Spezifikation überlegt, habe mehr oder weniger das, was auch so ein Guideline, Chris Beams ist so ein Guideline für Commit Messages, habe den genommen, habe da eben so eine Spezifikation, so ein Prompt draus gemacht, dem noch ein paar Beispiele gegeben und siehe da, der hat relativ gute Ergebnisse erzielt. Nicht ganz so gut wie unser Modell, aber erstaunlich gut schon. Und der Vorteil war, ich konnte danach auch noch fragen, ja, wieso hat denn jetzt diese Commit-Nachricht eine schlechte Note? Wieso hast du denn eine schlechte Note gegeben? Und dann kam dann eine tolle Begründung raus und ich war total baff. Und dann habe ich noch ein bisschen weiter mit rumgespielt und irgendwo ein Komma zu einem Semikolon umgeschrieben oder so, also eine minimale Änderung gemacht. Und plötzlich hat er zu dem gleichen Beispiel mit einer relativ schlechten Commit-Nachricht eine ganz tolle Note gegeben. Also ein komplett falsches Ergebnis eigentlich. Und da war die Euphorie relativ schnell wieder vorbei. Ja. Und das war im Prinzip der Zeitpunkt. Danach habe ich auch tatsächlich eine Zeit lang das ruhen lassen. Da war ich dann so enttäuscht. Da habe ich dann im Prinzip, als dieses ChatGPT aufkam, das wieder aufgegriffen. Aber im Prinzip, das war so der Samenkorn. Seitdem ist es im Prinzip so mein Steckenpferd, das Ding möglichst oft einzusetzen, aber auch kritisch zu hinterfragen. Ich hatte dann tatsächlich mit ChatGPT nochmal so eine ähnliche Erfahrung, dass ich es eingesetzt habe, um mir Hilfestellungen zu geben. Das war dann irgendwie so ein statistisches Problem. Der hat eine super Antwort mir gegeben. Die super Antwort hatte aber irgendwo in der Mitte 10% war falsch, klang super gut, war aber falsch. Ich habe dann diese statistische Methode, die er mir vorgeschlagen hat, angewendet und irgendwie 1, 2 Tage später festgestellt, nee, das passt gar nicht auf mein Problem. Und 1, 2 Tage bin ich in eine Sackgasse gerannt, weil ich das nicht genug hinterfragt habe. Und da war ich dann im Prinzip ein zweites Mal gebrandmarkt. Ja. Und seitdem ist es so, dass ich das zwar sehr regelmäßig einsetze, überall da, wo es nützlich ist, ganz viel gar nicht mehr Google oder auf Wikipedia nachlese, sondern in eine Konversation mit ChatGPT gehe. Aber grundsätzlich immer sehr hinterfrage und sehr skeptisch mit den Ergebnissen bin. Ja, ja. Du hast uns ja gestern gezeigt, wie du dann begonnen hast, so einen Test schreiben zu lassen. Ne? Ja. Und da hast du dich ja auch iterativ vorwärts gearbeitet. Ne? Genau. Magst du uns da ein bisschen über die Schritte mitnehmen, wie du dich da so durchgearbeitet hast? Ja, also im Prinzip habe ich viel mehr experimentiert, wie ich jetzt dann gestern in dem Vortrag gezeigt habe. Aber letzten Endes war da die Idee tatsächlich, verschiedene Prompt-Patterns anzuwenden. Das sind dann eben, so wie es auch Design-Patterns gibt, gibt es eben Prompt-Patterns. Da gibt es auch ein relativ gutes Papier, kann ich auch dann irgendwie, hast du sowas, die Shownotes? Mach mal rein in die Shownotes, genau. Ja, sehr gut. Und ich habe dann angefangen, so Patterns eben aus diesem Papier und noch andere zu sammeln und auszuprobieren. Und viele Patterns gehen tatsächlich um Ilities, also Qualität und nicht funktionale Aspekte. Und manche funktionieren richtig gut. Manche, obwohl sie irgendwie in einem Papier angepredigt werden, funktionieren für mich persönlich jetzt nicht so gut. Und das ist eigentlich auch noch ein Work in Progress. Also und da entstehen wöchentlich neue Patterns. Und ich habe eben so die, welche, die sich schon relativ bewährt haben oder die ich persönlich jetzt häufiger benutze, habe die eben gewählt und dann probiert, das Testgenerierungsprompt anhand von einem Beispiel, einfach um wirklich dann einen Vergleich zu sehen, angewendet. Und das waren vielleicht so 5 bis 10 Patterns, die ich hinzugefügt habe und sukzessive den Prompt verbessert habe. Und da war es so, dass immer irgendwie ein Aspekt ein bisschen besser wurde in dem Ergebnis dann in den generierten Tests und andere Aspekte dafür wieder schlechter, sodass das Endergebnis schon merkbar besser war, wie der Anfang, irgendwie was zum Beispiel Testabdeckung anbelangt oder die Strukturierung der Tests. Aber so, dass die Korrektheit von den generierten Tests immer noch nicht irgendwie einwandfrei war. Deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, für irgendwie Korrektheit würde ich meine Hand nicht ins Feuer legen. Ja. Und das war auch eben eine Botschaft in meinem Paper, zum einen eben mal zu zeigen, was ist Prompt Engineering überhaupt, und zum anderen, also was Korrektheit anbelangt, ist immer noch nicht am Ende anbelangt. Und ich sehe es tatsächlich als
Showstopper in vielen Bereichen. Also gerade Bereiche, wo es nicht um Kreativität geht, irgendwie schreib mir ein Gedicht. Da hattest du ja in deinem Vortrag ein Ja. ganz tolles Beispiel. Hattest aber auch schon gezeigt, hier sind ein paar Zeilen, die lesen sich schön, reimt sich schön, aber zum eigentlichen Thema testen passen diese Zeilen nicht. Ja. Aber da ist es nicht ganz so tragisch, wie wenn du Testfälle generierst und Mhm. dann irgendwie die Tests fehlschlagen, weil die Tests falsch geschrieben sind. Ja. Wenn du denkst, irgendwie dein System an der Test ist, hat einen Fehler, aber nee, die generierten Tests sind fehlerhaft. Jetzt auf den Weg zu deinen, die Testfälle, die du generiert hast, also vom ersten Prompt und dann so Step by Step die Pattern auch angewandt und das verbessert hast. Was waren denn so da die größten Muster oder die am meisten Auswirkungen gehabt haben auf die Testqualität, auf dass die besser wird bei dir, die dann rauskommt? Also im Prinzip würde ich sagen, sind zwei Aspekte, die wichtig waren. Der eine Aspekt ist die Robustheit. Das heißt, wenn du einen Prompt leicht abänderst oder direkt unverändert einfach nochmal ausführst, dass dann nicht irgendwie was ganz anderes rauskommt. Und in der Hinsicht ist es so, dass wenn du konkrete Beispiele mit angibst, das sind dann sogenannte Few-Shot oder Few-Shot-Learning, was man da betreibt, das hilft tatsächlich, die Robustheit zu verbessern. Es ist nicht so, dass er danach irgendwie immer die gleichen Testfälle generiert und immer korrekte Testfälle generiert, aber zumindest so, dass irgendwie die ganz obstrusen Fälle wie irgendwie, er wiederholt nochmal den Code, also den System under Test in einer Testdatei praktisch oder macht irgendwelche Imports, die komplett unnötig sind. In dem Fall waren es eben Python, PyTests. Oder schreibt noch irgendwie Romane vor und nach dem Testcode, den er generiert. Das kann man damit alles relativ gut unterbinden. Das war der eine Punkt. Der andere Punkt war dann tatsächlich, was die Korrektheit anbelangt. Also ich hatte ein relativ kleines Beispiel genommen. Da ging es um so String-Verarbeitung und habe eine Abhängigkeit eingeführt. Difflip, glaube ich, heißt dieses Paket oder dieses Modul. Und ich hatte vorher schon mit einem anderen Pattern abgefragt, ob er das kennt. Und da hat er mir schon geantwortet, ja, und beschrieben auch irgendwie, welcher Algorithmus da diese Abhängigkeit verwendet. Also ganz offensichtlich ist dem Large Language Model, also ChatGPT-4 in dem Fall, war das dem bekannt. Aber der hat doch relativ allgemein geantwortet. Also so richtig konkret ist er nicht geworden. Und dann habe ich die Difflip-Spezifikation einfach, so einen Text, keine Ahnung, 4, 5 Paragraphen oder so, mit in den Prompt kopiert. Der Prompt ist zum Glück hinreichend groß da. Und was die Korrektheit anbelangt, ist er dann wesentlich besser geworden. Ah ja, okay. Also da konntest du die Qualität der Tests schon steigern. Hast für uns, wie viele Tests sind denn rausgekommen? Wie viele waren denn am Schluss nach dieser ganzen Kette dann wirklich, wo du sagst, okay, die haben gut funktioniert und welche, die gar nicht geklappt haben? Das war dann eben abhängig vom Prompt. Im Endergebnis habe ich dann tatsächlich noch ein bisschen Coverage-Kriterien hinzugefügt. Und es war ja ein relativ einfaches Beispiel, diese String-Verarbeitung. Und dann kamen 11 Testfälle raus. Und im Prinzip das vorletzte Prompt, das ich hatte, das hat eben diese Difflip-Spezifikation mit hinzugefügt. Da waren es, glaube ich, 5 Testfälle, die alle korrekt waren. Und dann habe ich noch diese Anforderung hinzugefügt, bitte erhöht die Test-Coverage. Und da kamen dann 11 Testfälle raus, die auch teilweise schwieriger waren. Und da waren dann leider nicht mehr alle korrekt, sondern da sind 2 dann wieder fehlerhaft gewesen. Ich habe dann aber noch nicht klassisch dieses eine Prompt verbessert, sondern bin dann übergegangen in so eine Konversation. Es muss ja nicht bei einem einzelnen Prompt bleiben. Und da gibt es dann auch ein Pattern für eben so eine Konversation, dass man ChatGPT selber entscheiden lässt, ob das, was er vorher ausgegeben hat, die Anforderungen, also die Aufgabe, die man ihm gestellt hat, erfüllt hat oder nicht. Das ist auch eben ein bekanntes Pattern und auch irgendwie nachvollziehbar. Also der generiert ja immer irgendwie ein Wort nach dem anderen. Das ist eben, was so ein generatives Language Model macht.
Und das ist eine schwierigere Aufgabe, als dann ein komplettes Ergebnis zu sehen und zu beurteilen, ob es richtig war oder nicht. Mhm. Finde ich auch intuitiv. Bei Menschen ist Ja. es auch so. Ich finde es auch einfacher zu sagen, ob was gut oder schlecht ist, als selber was Gutes zu erzeugen. Mhm. Und da hat er dann tatsächlich auch die 2 fehlerhaften Testfälle als solche erkannt. Ah ja, okay, okay. Ja, also es ist ja dann schon, also ich meine, es ist ja auch ein längerer Weg dahin, aber so wirklich verlassen drauf kann man sich ja dann nicht, weil du sagst, man muss es auch hinterfragen, was dann da für Tests rauskommen. Absolut. Siehst du denn da, sagen wir mal, Licht am Horizont, dass wir da mehr vertrauen dann auch können, was da rauskommt? Oder gibt es da quasi eigene Modelle vielleicht auch, die sich gerade entwickeln, also die sich dann mehr drauf fokussieren? Mhm. Also es gibt ein Modell von der OpenAI-Konkurrenz, Anthropic heißen die, Mhm. sind ehemalige OpenAI-Mitarbeiter, die dann ein eigenes Unternehmen gegründet haben, das auch relativ erfolgreich ist, auch sehr viele Fördermittel bekommen hat. Und die haben schon mehrere Modelle jetzt, alle Claude, Claude Plus, Claude irgendwas heißen die, Mhm. erzeugt. Und deren Ansatz nennt sich Constitutional AI, die tatsächlich im Trainieren drin schon, also das ist jetzt relativ technisch, also dann so die Loss-Function, mit der man im Prinzip beurteilt beim Training, ob jetzt irgendwas ähm, richtig predicted wurde oder nicht, die in dieser Loss-Function schon gewisse Kriterien einbinden. Primär geht es darum, irgendwie, dass es nicht rassistisch ist, also so Mhm. allgemein Alignment zu der Aufgabe, ein guter Chatbot zu sein. Ja. Ich meine, Korrektheit ist da auch ein bisschen eingeflossen. Mhm. Ich habe das Claude mal ausprobiert. Ist nicht so einfach, da dran zu kommen, aber es gibt eine App, Poe.app, Poe.app. Mhm. Da kommt man an diverse Modelle dran. Mhm. Und habe den gefragt, wie ist denn das, liebes Claude-Modell, halluzinierst du? Und er meinte dann, ich bin ein Constitutional AI-Modell, ich halluziniere nicht. Dann habe ich mal Testfälle generieren lassen und Ja. das, was rauskam, war etwa von der Qualität wie das erste Prompt, das ich bei ChatGPT ausprobiert habe, das eben relativ schlecht war. Ja. Insofern, was Korrektheit anbelangt, war ich von diesem Constitutional AI relativ enttäuscht. Ähm, vielleicht in Zukunft mal, das war auch jetzt nicht das neueste Claude-Modell. Mhm. Aber also dieses Constitutional AI soll wohl in die Richtung gehen. Was ich persönlich noch an Erfahrung habe, ist dann wieder eben aus dem Prompt Engineering, aber eben für so eine Prompt-Sequenz, also eine ganze Konversation. Da gibt es auch relativ viele Patterns. Ein Pattern ist das React-Pattern. Das habe ich Mhm. gestern in dem Vortrag erwähnt, aber nicht gezeigt, weil einfach die Zeit nicht dafür Mhm. gereicht hat. Aber von dem React-Pattern bin ich ein ziemlicher Fan. Also es hat jetzt nichts mit dem React-Framework zu tun, Mhm. sondern React steht für Reasoning Action. Reasoning ist ähnlich wie Chain of Thought. Das habe ich hier, glaube ich, jetzt auch noch nicht erwähnt, aber in der Präsentation gezeigt. Da geht es darum, dass man ChatGPT oder dem Language Model eben sagt, bitte denke Schritt für Schritt. Mhm. Kann man entweder mit Beispielen machen oder eben genau das sagen, bitte Mhm. denke Schritt für Schritt, bevor du das Ergebnis mir gibst oder irgendwie sowas. Und die Erweiterung React ist eben Reasoning zum einen, das ist dieses Chain of Thought, Mhm. und Action ist dann so, dass man dem Modell beibringt, externe Aufrufe zu machen oder Informationen von extern reinzuholen. Mhm. Und da habe ich in einem anderen Kontext bei Mediform, wo ich angestellt bin, Experimente gemacht zu einem Chatbot und habe festgestellt, dass wenn man ein richtig sauberes React-Pattern schreibt, dass dann die Robustheit echt super Mhm. stark wird. Okay. Also ich habe dann da das Prompt auch in einem Hinblick relativ stark abgeändert und das Ergebnis war genau richtig, hat genau diesen einen Aspekt dann korrigiert, aber alles andere so gelassen. Also ich war da echt begeistert davon. Und zum anderen, ich habe jetzt nicht so super viele Experimente gemacht, aber die Handvoll Experimente, die ich gemacht habe, war überhaupt keine Halluzination dabei, war vollständig korrekt. Mhm. Also habe ich jetzt auch noch nicht so super intensiv getestet, aber was ich bisher von dem React-Pattern gesehen habe, war ich sehr begeistert. Es wird auch von ganz vielen anderen Tools aufgegriffen. Also
AutoGPT ist irgendwie ein so ein Tool, das eben in Richtung GPT-Agent dann schon geht. Also auch eben so eine Sequenz von nicht nur ein Prompt, sondern eine Sequenz, eine ganze Konversation inklusive Plugins oder externe API-Aufrufe noch mit einbetten. Und das benutzt auch so ein React-ähnliches Pattern. LangChain ist eine Bibliothek, die da auch sehr verbreitet ist, um eben solche GPT-Agents zu programmieren. Und da wird unter der Haube, das Prompt, das da unter der Haube erstellt wird, benutzt auch so ein React-ähnliches Ah Pattern. ja, okay, ja. Also da siehst du schon, dass das einmal auch Wege gibt, dass wir die ganze Testgenerierung dann auch robuster und korrekter hinbekommen in Zukunft. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie lange es dauert, weil also AutoGPT finde ich jetzt die Idee ganz toll, aber es geht dann doch mehr auf den Wow-Effekt. Sam Altman von OpenAI hat es auch erwähnt, dass es an sich findet er das, oder irgendeiner von OpenAI hatte erwähnt, ja, dieses AutoGPT ist eine tolle Idee, in die Richtung geht's, aber so ganz funktioniert es noch nicht. Ja, also ich denke, da tut sich viel. Wie viel noch notwendig ist, um wirklich zu so einem robusten und so einem korrekten System zu kommen, dass man es guten Gewissens in irgendeinem sicherheitskritischen Bereich einsetzen kann. Ja. Keine Ahnung. Ja. Es ist auch schwer zu sagen in dieser disruptiven Phase. Schwer zu prognostizieren. Ja, überschlägt sich ja gerade auch alles. Absolut, Es gibt ja. jede Woche, also ich bin ja immer auf Hugging Face und sowas Ja, und schaue ja. an, gibt es irgendwie ständig Neues. Man kommt kaum hinterher. Ja, genau, weiß gar nicht, was ich zuerst anschauen soll. Ne? Es ist eine tolle Phase. Also Ja. ich lese da auch sehr viele Papiere und experimentiere rum. Und manche Sachen, die irgendwie am Anfang einen super Wow-Effekt haben, stellen sich dann heraus als in der Praxis nicht so tauglich. Und andere, die ein bisschen neutraler daherkommen, die stellen sich dann als richtig nützlich heraus. Ja, aber es tut sich viel und es ist eine super spannende Zeit. Auf jeden Fall. Wenn du jetzt, also es sind ja jetzt ganz viele Tester und Testerinnen, die jetzt hier gerade diesen Podcast dann hören, und die sollten sich auch alle wahrscheinlich irgendwie ein bisschen mit KI beschäftigen, weil das wird ja jetzt nicht auf einmal wieder weg sein, das Thema. Was hättest denn du für einen Tipp oder für Tipps, wenn jemand sagt, ja, ich möchte es ein bisschen jetzt mal anfangen, mich damit auseinanderzusetzen in meinem Qualitätskontext, wie würdest du dem da an die Hand geben? Was soll der machen oder was könnte sie machen? Also ich glaube tatsächlich, im kleinen Anfang bringt ganz viel, hat praktisch einen guten Return on Invest. ChatGPT 4, ich will jetzt irgendwie da nicht groß Werbung machen, aber für mich persönlich ist es tatsächlich so, kostet halt 20 € im Monat und dafür kannst du das ChatGPT 4 benutzen. Es hat halt schon eine bessere Qualität. Und ich benutze es nebenher täglich, weil immer oder meistens für relativ kleine Aufgaben, das ist dann halt nicht irgendwie so das große Endprodukt, sondern einfach im täglichen Business. Ich muss irgendwie jetzt irgendwie eine Bibliothek verwenden, die ich schon eine Zeit lang nicht verwendet habe. Oder ich kriege irgendwie ein Stacktrace bei einem Fehler und kenne ich noch nicht und ist relativ lang. Dann gebe ich den ChatGPT und der sagt mir auch relativ häufig, was denn jetzt irgendwie die Fehlerursache war. Das heißt, da gibt es einfach im Hinterkopf behalten und so wie man früher sehr häufig eben zu Stack Overflow und Google gewechselt hat, kann man jetzt stattdessen zu ChatGPT wechseln. Insbesondere, wenn es eben was ist, wo vielleicht ein bisschen mehr Interaktion sinnvoll ist, dass du dann halt in den Dialog gehst und es nicht bei einer Anfrage bleibt, sondern du dann halt irgendwie noch Teilaspekte in Folgefragen wissen willst. Da ist eigentlich ChatGPT wirklich nützlicher als eine Google-Anfrage. Und da sammelt man dann ja schon immer mehr Erfahrung. Und das ist so der Teil, dass man eben die generative AI für sich im täglichen operativen Geschäft nutzt. Längerfristig denke ich tatsächlich, dass Tester hervorragend geeignet sind, um in diesen Bereich Prompt Engineering reinzugehen, weil ich hatte es ja jetzt schon ein paar Mal angekündigt, eben Korrektheit ist eine Schwäche und Qualität ist da irgendwie ein wichtiger Punkt. Viele dieser Prompt-Pattern, da geht es um Qualität und das ist eben täglich Brot für einen Tester. Und
eben sich gute Few-Shots zu überlegen, die man einen Prompt mit dazu packt oder eine saubere Anforderungsspezifikation. Da ist ein Tester hervorragend geeignet, das zu machen. Also ich denke, Tester sind super geeignet zum Prompt Engineer. Ja, also so wie du das jetzt denke ich auch, dass da natürlich viel Qualität da ist beim Tester, bei der Testerin, die man dafür nutzen kann, um gute Prompts zu machen oder die zu verbessern. Auch mit dem Blick, den man so auf normale Software hat, da einfach auch an das Engineering ranzugehen. Das ist genau der Testerblick da beim Prompt Engineering. Genau, ja. Ja, vielleicht eine Frage noch abschließend. Du bist ja ganz tief in diesem Thema drinnen. Was ist denn so das nächste große Ding, was du dir da anschauen möchtest, wo du jetzt schon vielleicht im Start bist oder sagst, da möchtest du jetzt auch wieder experimentieren, forschen? Ja. Also was ich tatsächlich im Moment relativ viel mache, sind sogar 2 Bereiche. Das geht dann eben auch in die Verbesserung von den Ergebnissen und dass ich dann da nicht das OpenAI-Modell benutze, sondern dann eben eine Alternative. Und Meta hat ja das Llama geopen-sourced, leider nicht kommerziell. Aber in dem Bereich tut sich unheimlich viel. Da kann man dann natürlich auch Prompt Engineering betreiben, aber man hat eben das Modell zur Verfügung und kann es auch feintunen und dann eben die Ergebnisse, zum Beispiel die Korrektheit, damit verbessern, dass man eben nicht das Prompt verbessert, sondern das Modell feintunt. Und da gibt es auch ganz viele neue, tolle Techniken, wie das Feintuning effizienter stattfindet. Diese Modelle, ich meine, es gibt auch kleine Modelle mit irgendwie 3 Milliarden oder 6 Milliarden Parametern, aber die größeren sind dann so häufig 13, 30 oder gar 60 Milliarden. Da ist es dann hardwaremäßig schon schwierig, die zu feintunen. Und da gibt es echt wöchentlich 1, 2 neue Papiere mit irgendwelchen Optimierungen, Quantisierungen, dass man dann nicht alle Parameter feintunen, sondern nur bestimmte oder sich nur die Gewichtsunterschiede merkt, statt die Gewichte selber anzupassen. Und genau, das ist ein super spannendes Feld. Es gab ja auch von Google vor ein paar Wochen so ein geleaktes Dokument, We have no mode heißt es, also kein Schützengraben. Google hat im Prinzip eben kein Schützengraben, OpenAI auch nicht, ist jetzt die Aussage von diesem Dokument, weil eben in dem Open-Source-Bereich und in der Forschung, die dann geopen-sourced wird, sich so viel tut, dass der Vorsprung, den OpenAI mit ChatGPT oder GPT allgemein hat, unheimlich schnell aufgeholt wird. Weiß jetzt nicht, also dieses geleakte Google-Dokument ist sehr einseitig, hat viele Wahrheiten, aber ist eben einseitig. Weiß nicht, wie sehr es stimmt, aber es ist auf jeden Fall einen gewissen Grad an Wahrheit drin und in dem Bereich mache ich auch ganz viel, dass ich da super. Dieses Feintuning mache und immer die neuesten Technologien aufgreife. Ja. Sehr spannend, total spannendes Umfeld. Ich glaube, da kann man wahrscheinlich jetzt alle paar Monate eine Folge dazu machen und dann wieder einen ganz neuen Wust an Informationen, an Fortschritt und an Weiterentwicklung auch in diesen Themen. Ja. Denke ich auch, ja. Ja, super, David. Ich danke dir sehr für diesen Einblick hier für uns. Es hat mir jetzt echt auch noch mal ein ganz anderes Bild gegeben auch drauf und macht mir auch richtig Lust, selber mich damit noch mehr zu beschäftigen. Ja, macht total Spaß. Ich nutze es auch immer so ein bisschen nebenbei und jetzt will ich gleich wieder rüber an den Rechner und ein bisschen was machen. Ja. Genau. Ich danke dir schön, dass du hier warst. Gerne. Und wünsche dir eine gute Heimreise, schönes Wochenende. Ebenso. Hoffentlich bis bald wieder, spätestens auf der nächsten TAF. So machen wir das, genau. Dankeschön. Danke auch. Ciao. Bis dann. Ciao.